Was ist Konsumentinnen in Bezug auf Werbung wichtig? Welche Medien nutzen sie? Wie hat sich der Werbemarkt aus Sicht der Werbetreibenden entwickelt? Auch in diesem Jahr präsentieren wir Ihnen die neuesten Ergebnisse und Entwicklungen zum Thema Marketing und Werbung. Für den Sonderteil zur Generation Z wurden diesmal zusätzlich zu den 596 MarketingleiterInnen und 1000 KonsumentInnen 535 KonsumentInnen im Alter zwischen 14 und 25 Jahren befragt. Insgesamt haben die werbetreibenden Unternehmen über 7 Milliarden Euro in Marketing und Werbung investiert. Im Jahr 2021 gab es im Vergleich zum Jahr davor für klassische Werbung mit knapp 4 Milliarden Euro wieder ein Plus von 9%. Von der Covid-Krise erholt haben sich die Spendings für Eventaktivitäten. Diese sind um 5% gestiegen und nähern sich langsam wieder der Milliarde Euro an. Ebenfalls zugelegt haben die Ausgaben für gedrucktes Dialogmarketing auf 920 Millionen Euro. Das entspricht einem Anstieg von 1%. Die Spendings für digitales Dialogmarketing sind mit 13% am stärksten gestiegen, auf 986 Millionen Euro und nähern sich der Milliardengrenze. Für 12% aller befragten Unternehmen ist die Generation Z eine besonders wichtige Zielgruppe, dass sie die KäuferInnen von morgen sind. Unternehmen möchten in der Zielgruppe vorrangig die Bekanntheit der Marke aufbauen und sie durch Vorstellung neuer Produkte als Neukundinnen gewinnen. Generation Z interessiert sich vor allem für Werbung, die beim günstigen Einkaufen hilft, zum Beispiel mit Preisaktionen und Rabatten. Mehr als die Hälfte findet diese bedeutend, aber nur rund 14% der Unternehmen bewerben sie. Knapp ein Viertel der Unternehmen fokussiert die Werbekampagnen auf Produktneuheiten oder Innovationen. Für 43% der jungen Zielgruppe ist das relevant. Wichtig: Werbung muss überraschen und gute Laune machen. Handel, Versandhandel, DienstleisterInnen und der öffentliche Verkehr setzen weiterhin auf klassische Werbung. Bei der Gastronomie und im Tourismus geht der Trend weiterhin Richtung digitales Dialogmarketing. Die Industrie gibt ihr Geld im Gegensatz zu allen anderen Wirtschaftszweigen für Eventaktivitäten wie zum Beispiel Messen aus. Markenartikel und Konsumgüter bewerben ihre Marke und die Produkte in klassischer Werbung und digitalen Kanälen. Flugblätter und Prospekte gelten als das kaufanregendste Werbemittel bei den ÖsterreicherInnen. 92% lesen ihre Flugblätter und sogar 88% nutzen regelmäßig Angebote daraus. An diese Werte kann nur das Direct Mailing herankommen. Spannender Insight: Knapp ein Drittel lesen Flugblätter, weil sie nachhaltige Produkte finden möchten. Und wenn sie Informationen zur sozialen Verantwortung des Unternehmens beinhalten, ist das für 20% besonders relevant. Die persönliche Ansprache ist EmpfängerInnen sehr wichtig und erzeugt unter allen Werbemitteln die höchste Verbundenheit zum Unternehmen. 90% der EmpfängerInnen lesen ihre Werbebriefe und 76% nutzen auch regelmäßig Angebote daraus. Persönlich adressierte Werbepost wird nicht sofort entsorgt, sondern mindestens 2 Tage lang aufbewahrt. So gelingt es, dass auch andere Haushaltsmitglieder die Inhalte lesen. Ein toller Multiplikatoreffekt. Beinhaltet die Werbung Gutscheine, freuen sich mehr als die Hälfte darüber. Ein beliebtes Werbemittel für Preisaktionen sind E-Mail-Newsletter. 76% der EmpfängerInnen lesen diese und damit schneiden E-Mail-Newsletter deutlich besser ab als Social-Media-Werbung und mobiles Marketing. EmpfängerInnen empfinden sie als gute Informationsquelle, 29%, und die Inhalte als nützlich, 36%. Aber nicht alle Konsumentinnen freuen sich über E-Mail-Newsletter. 45% empfinden diese als störend. Um die aktuellsten Angebote zu entdecken, nutzen Konsumentinnen Prospektplattformen. Diese sind besonders beliebt, da sie das informativste digitale Medium sind und am wenigsten stören. Die digitale Verlängerung der Flugblätter wird von 60% als sehr zeitgemäß wahrgenommen und für 58% sind sie sehr nützlich. Denn über diese Plattformen suchen fast 20% der Konsumentinnen auch Geschäfte in der direkten Umgebung. Printwerbung, also Zeitungen, Zeitschriften und Magazine, gelten als das informativste klassische Medium. Die höchste Nutzung haben Tageszeitungen. 38% der Befragten lesen sie täglich.
Das ist mehr als im Vorjahr. Aber auch Wochenzeitungen und Fachzeitschriften haben im Langzeitvergleich seit 2018 stark dazugewonnen. Werbung in Printmedien wird im Vergleich zu anderen klassischen Medien von 38% als das informativste Medium wahrgenommen. Mehr als ein Viertel wird zum Kauf angeregt und ebenso viele haben ein Zeitungsabo. 63% finden es wichtig, dass sich Unternehmen für Nachhaltigkeit engagieren. Für 30% ist es ein ausschlaggebendes Lesemotiv, wenn in Flugblättern und persönlich adressierter Werbepost über Nachhaltigkeit informiert wird. 25% der Befragten lesen E-Mail-Newsletter mit Nachhaltigkeitsthemen. 62% der 14- bis 25-Jährigen empfinden Werbung mit Nachhaltigkeitsthemen sogar verkaufsfördernd. Besonders stark wirkt sich das beim Einkauf von Lebensmitteln und Kosmetikprodukten sowie in regionalen Geschäften aus. Unternehmen haben erkannt, dass Nachhaltigkeit in Bezug auf den Aufbau des Kundinnenvertrauens an Bedeutung gewinnt. 15% der Unternehmen informieren junge Konsumentinnen daher gezielt über ökologische Maßnahmen. Außerdem halten 55% Dialogmarketing online für den effizientesten Werbekanal, um Nachhaltigkeitsthemen zu bewerben, wohingegen sich 39% eher auf gedrucktes Dialogmarketing konzentrieren. Weitere Details für Ihre optimale Werbeplanung entnehmen Sie dem Dialog-Marketing-Report unter post.at/dmr 2022.